Buddhist tradition, we talk a lot about sentient beings. In der buddhistischen Tradition wird eine Menge von fühlenden Wesen gesprochen. This doesn't, of course, just mean human beings. Und das schließt natürlich nicht nur menschliche Wesen ein. It means the ants and the snails and the birds in the sky. Da sind auch die Ameisen dabei und die Schnecken und die Vögel am Himmel. And the inhabitants of the six realms, the God realm, the jealous God realm, humans, animals, hungry ghosts and hell realms. So wie auch die Bewohner des 6 Daseinsbereiche, also die Götter und die eifersüchtigen Götter und die Menschen, Tiere, die hungrigen Geister und auch die Höhlenbewohner. It's very helpful to reflect on this. Nicht Hölle. Hölle. Das ist ein Mensch von Hell Beings, Cave Beings. Oh, also possible. Polnisch, schwer die Vokale zu unterscheiden. So, when we go outside, we see little insects wandering around. Wenn wir nach draußen gehen, sehen wir die kleinen Insekten, die umherschweifen. They don't do what we do. Sie machen nicht das, was wir machen. Some of them fly about and they fly into flowers. Manche fliegen herum, fliegen in die Blumen, Then they go to another flower dann gehen sie zu einer anderen Blume and spend all day doing that. und verbringen den ganzen Tag damit, das zu machen. We might like flowers, but we might even eat some of them in a salad. But we don't devote our whole life to sticking our nose into them. Wir mögen Blumen mögen oder vielleicht mögen wir sie sogar essen in unserem Salat, aber ganz sicher widmen wir nicht unser ganzes Leben dem Reinstecken unserer Nase in eine Blume. The important consideration in this is, well, do they live in the same world as us? Die wichtige Betrachtung hier ist, leben sie in der gleichen Welt wie wir. We are educated to believe in the Western tradition that human beings are the highest order of beings. Wir sind dahingehend erzogen worden von der westlichen Tradition, dass die Menschen sozusagen zu der höchsten Klasse von Wesen gehören. That somehow the whole show has been created for us to have a special place in it. Dass die ganze Show sozusagen erschaffen worden ist, um einen besonderen Platz für uns darin einzunehmen. And that how we see things is pretty much how they are. Und dass die Art und Weise, wie wir die Dinge sehen, so ziemlich genau das ist, wie sie auch sind. But what we've been looking at would indicate, well, maybe that's not the case. Und was wir bis jetzt angeschaut haben, könnte darauf hinweisen, dass vielleicht das gar nicht der Fall ist. Due to being born in a human body, we have a human perception of the world. Aufgrund unserer Geburt als Mensch haben wir natürlich eine menschliche Wahrnehmung der Welt. If we were born in an ant body, we would have a different relationship. Wenn wir aber in einem Ameisenkörper geboren wären, hätten wir eine andere Beziehung. Our little antennae would be going all the time. Unsere kleinen Antennen würden die ganze Zeit herumgehen. And we would be engaged in tasks which for us as human beings are meaningless. Und wir wären in Aufgaben involviert, die für uns als menschliche Wesen bedeutungslos sind. It's not that you have to convert yourself into a belief in Indian or Tibetan cosmology. Es ist nicht so, dass wir uns selbst dazu bekehren müssen, an die indische oder tibetische Kosmologie zu glauben. But we can use this perception as a way of decentering ourselves from the notion of the intrinsic truth of how we see the world. Aber wir können zumindest diese Wahrnehmungen dazu gebrauchen, um uns selbst sozusagen aus dem Mittelpunkt rauszuschieben, zu glauben, dass die Art und Weise, wie wir die Dinge sehen, auch irgendeine innewohnende Wahrheit über diese Dinge selbst ist. So we process the world in different ways from sheep and cows. Gewiss verarbeiten wir die Welt in einer anderen Art und Weise wie ein Schaf oder eine Kuh. And we may well see very different things. Und es könnte gut sein, dass wir sehr unterschiedliche Dinge auch sehen. So this would be the function of our visual consciousness and our mental consciousness working on further organization of the data from the visual consciousness. Und das könnte auch die Funktion des visuellen Bewusstseins und des mentalen Bewusstseins sein, die Daten, die das visuelle Bewusstsein liefert, weiterhin zu ordnen, genauer zu ordnen und zu konzeptualisieren. We
create these pictures and images and interpretations that we then think this is how it is. Wir schaffen diese Bilder, Vorstellungen, Interpretationen, von denen wir dann aber glauben, dass es wie die Dinge sind. And this creates a certain kind of confidence and a certain kind of clarity. Und das erschafft eine gewisse Art von Zuversicht und Klarheit. But if we took the full stop at the end of that sentence, this is how it is, and we turned it into a comma, Wenn wir aber diesen Punkt am Ende des Satzes, es ist wie es ist, nehmen und in ein Komma verwandeln, this is how it is for us. dann können wir fortfahren und schreiben, das ist wie es ist für uns. That makes it much more meaningful, Und das macht es viel sinnvoller. because we are implicated in the arising of this experience. Denn wir sind in dem Erscheinen dieser Erfahrung impliziert. Objectifying gaze separates the subject from the object. Ein objektivierender Blick trennt Subjekt vom Objekt. The problems then that are linked to perception are ones which a good optician can deal with. Und die Probleme, die dann mit der Wahrnehmung verbunden sind, sind Probleme, mit denen zum Beispiel ein Augenoptiker gut umgehen kann. But here we'd be thinking, well, it's the view, the interpretive view, which has become so merged with our perception, which is generating the notion that there is an objective truth out there. Hier können wir aber darüber nachdenken, was ist die Sichtweise, die sozusagen eine objektivierende Sichtweise ist, die diese objektivierende Vorstellung erschaffen hat, dass es tatsächlich da draußen diese objektive Wirklichkeit gibt. What this means is we can't trust our own mind, Dann wir können unserem eigenen Geist da nicht trauen. or at least we can't trust our mind to tell the truth about how things are. Zumindest können wir unserem Geist nicht vertrauen, uns die Wahrheit darüber zu sagen, wie die Dinge sind. But what we can trust it to do is to reveal our world to us. Worauf wir uns natürlich verlassen können, ist, dass er uns unsere eigene Welt uns gegenüber zeigt. And if we are implicated in the organization of the world, then by shifting the interpretive matrix that we occupy, we can shift the world. Und indem wir in der Organisation dieser Welt, wie sie für uns erscheint, involviert sind, dann können wir natürlich dadurch durch die Verschiebung der Wahrnehmung der Welt, diese Welt selbst verschieben. For example, if you feel that you are an unworthy person, Wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, dass man eine wertlose Person ist, if you have not experienced much love in your life, wenn man nicht viel Liebe im Leben erfahren hat, and you come to the conclusion that the only way to survive is by placating other people, und wenn wir dann zu der Schlussfolgerung gekommen sind, dass die einzige Art und Weise zu überleben, die ist, der andere nachzumachen, that creates a particular kind of internal topology. dann erschafft dies eine gewisse Form von innerer Topologie. And within this inner psychological terrain, by locating yourself in the valley of despond, Und indem wir in diesem psychologischen Terrain uns in dem Tal der despond means like a loss of hope. in dem Tal der Hoffnungslosigkeit lokalisieren, You look out towards the world with fear, anxiety, and very little sense of entitlement. schauen wir auf die Welt dann mit einem Empfinden von Angst und Furcht und sehr wenig Empfinden, zu etwas berechtigt zu sein. And of course, on that basis, you don't have much expectation that nice people would like you. Auf einer solchen Basis hat man natürlich auch nicht viele Erwartungen, dass nette Leute uns mögen werden. Oh, it makes sense to choose a bastard, Das heißt, es macht dann Sinn, eher einen Bastard auszusuchen. because the bastard is probably looking for some idiot to control. Denn der Bastard sucht sicherlich irgendeinen Idioten, den er beherrschen kann. And we put our hand up and volunteer. Und dann können wir ja unsere Hand hochheben und freiwillig das machen. But we're also pretty good at doing this. Und wir sind auch ziemlich gut darin, das zu machen. And so the bastard is very helpful because he's given us employment to fulfill our destiny of being a useless, subjugated person.
Und darin ist der Bastard sozusagen auch sehr hilfreich, indem er uns ein Ziel gibt, um unsere eigene hoffnungslose Lage zu erfüllen. Neurosis is a kind of astigmatism. It's a disorder of the eye which bends the world into perverse patterns. Neurose ist eine gewisse Art von Astigmatismus, eine Verformung des Auges, die dazu führt, dass die Welt für uns in pervertierte Muster verbogen wird. There are many kinds of people in the world. Es gibt viele verschiedene Arten von Leuten in der Welt. But we get drawn towards people who will support us in the continuity of our patterning. Aber wir werden zu Leuten hingezogen, die uns darin bestätigen werden, die Kontinuität unserer Musterbildung aufrechtzuerhalten. And as we've already looked, we are both heartened by this, because it gives us the confidence to do what we know how to do. Und wie wir bereits angeschaut haben, werden wir dadurch einerseits ermutigt, denn es gibt uns die Zuversicht, die Dinge zu tun, von denen wir wissen, wie wir sie tun. And we're disheartened. Und gleichzeitig entmutigt. So, this is the self as a pattern formation. Und das ist das Ich als die Musterbildung. In the Mahayana tradition, this is called the nature of relative truth. Und in der Mahayana-Tradition wird das als die Natur der relativen Wahrheit bezeichnet. That we build up our sense of self through the processes of comparing and contrasting. Dass wir unser Selbst durch die Prozesse von Vergleichen und Kontrastierung aufbauen. We evaluate what is occurring around us, what the potential of the environment is. Wir werten aus, was um uns herum erscheint und was das Potenzial unserer Umgebung ist. And we have a sense of our value and where we might fit in. Und wir haben ein Empfinden zugleich von unserem eigenen Wert und wo wir vielleicht hineinpassen werden. And on the basis of this structure, we make our decisions day by day. Und auf der Grundlage dieser Struktur treffen wir von Tag zu Tag unsere Entscheidungen. Which is why the notion of Buddha nature is very important. Und das ist der Grund dafür, warum die Vorstellung der Buddha-Natur so wichtig ist. Because certainly in my experience in psychotherapy, I think the most important decision anyone can make is whether the basis of their existence is pure or impure, good or bad. Denn zumindest in der Erfahrung von mir als Therapeut ist die wichtigste Entscheidung, die man in seinem Leben treffen kann, ist die Frage, ob die Basis der eigenen Existenz rein oder unrein ist, ob sie gut oder schlecht ist. When we're small, we're very, very porous. Und während wir noch klein sind, sind wir sehr porös. The plasticity and porosity of the young child is its way of taking in huge amounts of information and learning very quickly. Diese Plastizität und auch Porosität von kleinen Kindern ist der Weg, wie sie so viel Wissen und Informationen aufnehmen können in einer so kurzen Zeit. So if the family environment is perverse, we internalize or introject beliefs about ourselves and about other people which have little basis in actuality as other people outside that family system would recognize. Wenn also die Familienumgebung pervertiert ist, dann werden wir viele Annahmen, Introjekte und Projektionen über uns und unsere Umgebung und andere Leute aufsaugen, aufnehmen, die wenig damit zu tun haben, wie Menschen außerhalb unseres Familiensystems die Situation beurteilen werden. But the child is not only developing patterns of response, they're also developing a sense of identity. Aber ein Kind entwickelt ja nicht nur Reaktionsmuster, sondern auch ein Empfinden eigener Identität. And we do that on the basis of the things we can find. Und das tun wir auf der Grundlage von den Dingen, die wir finden können. Just the way some birds will now put bits of plastic bags and so on in their nest. So in der Art und Weise, wie Vögel heutzutage wahrscheinlich auch Stücke von Plastiktüten irgendwie in ihre Nester einbauen werden. It's very difficult, even if you are a loving parent, to show children how to develop a sense of self. Und es ist sehr schwierig, selbst wenn man ein liebendes Elternteil ist, Kindern zu zeigen, wie man ein richtiges
Gefühl für die eigene Identität entwickeln kann. Somehow we have to do it with the resources that we find. Irgendwie müssen wir das immer mit den Ressourcen tun, die wir auch finden können. So as this sense of self consolidates, as it becomes more fixed in place, Also während dieses Selbstempfinden, das Selbstbild sich konsolidiert, verfestigt und sagen als etwas Festes am Ort ist, it becomes the basis for our activity in the world. wird es zu der Basis unserer Aktivität in der Welt. And so even if it's not very healthy, we have the strength of familiarity to go out and face new challenges. Das heißt, selbst wenn dieses nicht sehr gesund ist, haben wir doch die Stärke der Vertrautheit, um hinauszugehen und neuen Herausforderungen zu trotzen. And in this way, constructs are taken to be innate. Und in dieser Weise werden Konstrukte als etwas Eingeborenes betrachtet. Particularly if you grow up in a family where as a child you're blamed a lot, and it's as if you do bad things because you are bad. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn man als Kind sehr viel Anschuldigungen ertragen musste, dann erscheint es so, als würde man schlechte Dinge tun, weil man schlecht ist. It's very easy for the child to believe that there is something wrong with them. Es ist sehr einfach für ein Kind zu dem Glauben zu gelangen, dass irgendwas falsch an ihm ist. A Scottish psychoanalyst called Fairbairn, who said that this small child faces a kind of crossroads if the parents are difficult. Der schottische Psychoanalytiker Fairbairn sagte, dass das Kind sozusagen einer Wegkreuzung ausgesetzt ist, wenn die Eltern schwierig sind. If I decide that my parents are really bad, Wenn ich entscheide, dass meine Eltern richtig schlecht sind, because my parents are my world, the guarantors of my existence, da meine Eltern aber gleichzeitig meine Welt sind, die Garantoren meiner eigenen Existenz, my world is toxic, ist meine Welt vergiftet. then it's very difficult to survive. Und es ist schwierig zu überleben. So he said the deal that the child makes with itself is to pretend that my parents are good, and the reason there are troubles is because I'm bad. Und er sagt dann, dass sagen, der Deal, den das Kind mit sich selbst schließt, der ist, vorzugeben, dass die Eltern gut sind und dass die Gründe, warum sie so viele Schwierigkeiten mit mir haben, darin liegt, dass man selbst als Kind schlecht ist. And the child then establishes an ego ideal, an ideal form of itself, that if it strives to fulfill that identity, it will become good enough to thrive in the world. Und das Kind etabliert dann ein Ego-Ideal, das es versucht dann auch zu verwirklichen, und wenn es dem Kind gelingt, dieses Ideal zu verwirklichen, dann wird es gut genug sein, in der Welt zu überleben. So some people who have a terrible childhood become quite rebellious and angry and aggressive, and that protects them to a certain extent. Manche Leute, die eine furchtbare Kindheit haben, werden dann rebellisch und aggressiv und sehr selbstbewusst, und das schützt sie dann zu einem gewissen Grad. But of course it can also provoke further trouble. Aber sie können natürlich damit auch weitere Schwierigkeiten provozieren. But other people become more placatory. Und andere werden dabei dann mehr nachahmend. They become plastic, trying to fit in, trying to make the best of a bad job. Sie werden sozusagen plastisch, sie versuchen sich einzufügen und das Beste aus einem schlechten Job zu machen. If only I try harder, if only I'm a good boy or girl, then everything will work out okay. Wenn ich mich nur mehr anstrenge, wenn ich mehr versuche, ein guter Junge oder ein gutes Mädchen zu sein, dann wird schon alles gut. And the problem here is because this is a truly internal contract, Und das Problem hier ist, da es wirklich ein innerer Kontrakt ist, it doesn't turn us towards reading the environment around us. bringt es uns nicht dazu, wirklich die Umgebung um uns herum anzuschauen und zu lesen sozusagen. If you try to placate a controlling person, it's not going to work. Wenn man also versucht, eine zur Kontrolle neigende Person zu plagieren, dann wird das nicht funktionieren. You will simply empower them to control you more.
Man wird sie einfach nur ermächtigen, einen selbst mehr zu kontrollieren. But when you don't believe in yourself, it's quite difficult to trust that you could have an accurate reading of what other people are up to. Wenn man aber sich selbst nicht glaubt, ist es natürlich schwierig, Vertrauen zu haben, dass man eine genaue Vorstellung davon haben könnte, was andere Leute vorhaben. Particularly if you've been drawn towards powerful, controlling people. Insbesondere dann, wenn man angezogen wird von mächtigen und sehr beherrschenden Leuten. So this is an example of a not uncommon structure, which we can take as a kind of pro forma for thinking about relative truth. Das ist ein Beispiel nur für eine sehr verbreitete Struktur und die können wir sozusagen als stellvertretend dafür nehmen, wie relative Wahrheit funktioniert. As we've looked, the forms which develop in the world are devoid of inherent substance and are fundamentally unstable. Wie wir gesehen haben, sind die Formen, die sich in der Welt entwickeln, bar jeder innewohnenden Substanz und sind sozusagen innewohnend auch unstabil. Our world is dialogically structured. Unsere Welt ist dialogisch strukturiert. That is to say, it's structured like a conversation. Sie ist strukturiert wie eine Unterhaltung. We speak to ourselves and we speak to other people. Wir sprechen zu uns selbst und wir sprechen zu anderen. We imagine things about how other people are and we set out to behave towards them according to our internal reading of how they are. Wir stellen uns vor, wie die anderen sind und wir etablieren oder programmieren uns selbst unser Verhalten so, dass sie dem angepasst ist, was unsere eigene innere Interpretation, wie sie sind, hervorbringt als die richtige Art und Weise. So there, in the tradition, in the remarks, that there are two levels of relative truth. One is called defiled, or if you like, poisoned relative truth, and the other is misperception relative truth. In den Traditionen gibt es, wenn man so sagen will, zwei Ebenen der relativen Wahrheit. Die eine ist die der Täuschung oder der Vergiftung unterlegene relative Wahrheit und die andere ist die der falschen Wahrnehmung unterworfene relative Wahrheit. So the misperception is what we've just been looking at. Seeing things as truly existing, seeing the world in terms of self-existing entities. This is a misperception. Die Fehlwahrnehmung ist das, worüber wir die ganze Zeit reden. Das ist das Sehen von Dingen als wahrhaft eigenexistent, als unabhängig existent. Where it becomes toxic on this more difficult level is I exist as a person and I'm a very bad person. You exist as a person and you are a very good person. Wo es toxisch wird, in dem Sinne, den wir gerade angeschaut haben, ist, wenn wir darüber hinaus denken, ich existiere unabhängig als eine sehr schlechte Person, du existierst als eine gute Person. I have to do what you want because you are better than me. Ich habe zu tun, was du willst, weil du besser bist als ich. How do I know you're better than me? Woher weiß ich, dass du besser als ich bist? Because other people say you're good. Weil andere Leute sagen, dass du gut bist. And I should believe them because I can't believe myself. Und ich sollte ihnen glauben, weil ich mir selbst nicht glauben kann. So even if you do things to me that are not very nice, Selbst wenn du mir also jetzt Dinge antust, die nicht sehr nett sind, I know you're a good person because other people say so. weiß ich, dass du ein guter Mensch bist, weil andere so sagen. And you only do bad things to me because I'm so difficult. Und du tust die schlechten Dinge nur deswegen mir an, weil ich so schwierig bin. And if only I was a better person, you'd be better towards me. Und wenn ich nur ein besserer Mensch wäre, dann würdest du besser mir gegenüber sein. And I'm just sad that I annoy you so much that you get unhappy. Und ich bin so traurig, dass ich dich so aufbringe, dass du so unglücklich bist. This is called stupid. Das nennt man dumm. Shit is shit. Scheiße ist Scheiße. Shit and chocolate are not the same. Scheiße und Schokolade ist nicht das Gleiche. Both are brown, Beides braun, but they don't smell the same and they don't taste the same. aber sie riechen nicht gleich und sie schmecken nicht gleich. If you're a little bit intelligent, you sniff before you bite. Wenn man ein bisschen intelligent ist, sollte man schnuppern, bevor man zubeißt. If you're really stupid, you take a big bite with your nose closed. Wenn man wirklich dumm ist, dann nimmt man einen großen Bissen und schließt die Nase dabei. I know it's chocolate, I know it's chocolate.
Ich weiß, dass es Schokolade sein muss. Ich weiß, dass es Schokolade sein muss. Es schmeckt bloß nicht so. It is what we see. People forget their own body, they forget their own senses, they don't trust embodied existence, but the neurotic overdrive of interpretation completely covers up the immediacy of sense perception. Das ist genau das, was wir erfahren, was wir sehen können. Leute, die vollständig ihren Körper vergessen, ihre Sinne vergessen und sozusagen vollständig überschrieben werden durch diesen neurotischen Antrieb der eigenen Interpretationen. You know this, if you read the history of wars, it's always the same. The big people tell the small people, those other people are bad, we should kill them. Wir wissen, dass wenn wir die Geschichte von Kriegen lesen, dann sehen wir, dass immer das Gleiche ist. Dass die großen Leute sagen den kleinen Leuten, diese Leute da sind schlecht, deswegen müssen wir sie töten. So the young soldier kills the first person, then they feel guilty and bad. Der junge Soldat tötet die erste Person, dann fühlt er sich schuldig und schlecht. Then the older, experienced soldier says, hey, don't be sad. This is not a human being, this is a dog, this is a cockroach. Und dann sagt der ältere Soldat, du brauchst gar nicht traurig zu sein, das war ja gar kein Mensch, das ist ein Hund, das ist eine Kakerlake. You are helping our people by killing them. Du hilfst unseren Leuten, indem du die tötest. We know this, it's written in many, many books, many different wars, people behave in this way. Wir wissen das, es ist in vielen Büchern geschrieben, über viele Kriege, in denen die Leute sich genauso verhalten. In which we switch off ourselves in order to fit into the current discourse of the time. Verschiedene Art und Weisen, wie wir uns selbst abschalten können, um in den aktuellen Diskurs der Zeit hineinzupassen. The father who's working down the coal mine Der Vater, der da unten in der Kohlengrube arbeitet, comes home, having stopped on the pub in the way for a few liters of alcohol. kommt nach Hause, nachdem er einen kleinen Halt bei der Bar gemacht hat, wo er ein paar Liter Alkohol intus genommen hat. A big, angry, scary man. Ein großer, zorniger, erschreckender Mann. The son looks, when I grow up, I'm going to be like that. Der Sohn guckt hinauf und denkt sich, also wenn ich erwachsen bin, dann werde ich genauso sein. Real men work in holes in the ground. Wahre Männer bohren Löcher in den Boden. And this was the self-elected slavery of people following the Industrial Revolution. Going to work in steel factories with noise and dirt and danger all the time. But the confidence will show them we are the real people. Und das ist genau die selbstgewählte Sklaverei der Leute, die in der industriellen Revolution in diese verdreckten Fabriken gingen, Stahlproduktion oder was immer, aber dann die Zuversicht hatten, wir werden es denen schon zeigen, wir sind die wahren Leute. This is the intoxication of cultural motifs. Das ist die Vergiftung von, oder die Berauschung durch kulturelle Motive. And of course, if you follow your family lineage, you don't have a choice. Natürlich, wenn man der Familienlinie folgt, hat man nicht viel Wahl. You have to bend your mind to make something which is immediately unpleasant reasonable. Man muss seinen eigenen Geist verbiegen, um etwas, was offensichtlich und unmittelbar unerfreulich ist, zu etwas einigermaßen erträglich Erfreulichem zu machen. And the quick way to do that is to become crude and contemptuous. Und eine sehr schnelle Art und Weise, es zu erreichen, ist grob und verachtungsvoll zu werden. These weaklings, they couldn't put up with this. Diese Schwächlinge, die können damit nicht fertig werden. Fucking idiot. Idioten. Look at these scars. I'm a real man. Schau meine Narben an, ich bin ein richtiger Mann. This is madness. Das ist verrückt. But this is the structure of the world where alignment with the group image about how one should be creates the impossibility of a free choice. Aber das ist genau die Struktur der Welt, wo die Ausrichtung an die Gruppe, deren Teil man ist, die Unmöglichkeit erschafft, überhaupt noch freie Wahl zu treffen. 100 years ago, if you grew up in a village here, it's probably quite hard to leave. 100 Jahre zuvor, wenn man in einem Dorf wie hier aufwuchs, war es wahrscheinlich schwierig, das Dorf zu verlassen. The whole life is hard work on high hills with not so good soil, difficult to get the
the produce to the market and so on. Arbeit war hier auf den Hügeln mit schlechtem Boden und den entsprechenden Bedingungen und Schwierigkeiten, auch das Produkt dann in den Markt zu bringen. We live in a brief period of sunshine Wir leben in einer kurzen Periode von Sonnenschein with central heating, mit Zentralheizung cars with automatic steering. und Autos mit automatischer Steuerung. Unbelievable. You know, if you think 100 years ago how people lived, our world was completely transformed. Unvorstellbar, wenn man daran denkt, wie vor 100 Jahren gelebt wurde. Man sieht, dass die Welt vollständig transformiert ist. And the main thing we have is choice. We have so much more freedom. Und so das Hauptsächliche, was wir haben, ist die Wahl. Wir haben so viele Freiheiten. But still we can feel the constraints of cultural expectation. Und doch können wir immer noch die Fesseln kultureller Erwartungen spüren. So, in terms of this lowest toxic level of relative truth, it's the pervasion of the 5 poisons into our perception. Und im Sinne dieser niedrigsten Ebene der relativen Wahrheit, dieser toxischen Ebene der relativen Wahrheit, dominiert das sozusagen allumfassende Gegenwärtigsein der 5 Geistesgifte in unserer Wahrnehmung. In which you can take pride in anything. Und darin kann man natürlich über alles stolz sein. You can take pride in how many animals you can kill a day in the abattoir. Du kannst darüber stolz sein, wie viele Tiere du in einer Schlachterei töten kannst pro Tag. Anything that is possible for human beings can be turned into an attitude of pride. Alles, was ein Mensch tun kann, kann auch verwandelt werden in etwas, worüber man auch stolz sein kann. So, when these poisons, pride, jealousy, desire, aversion, and lack of mental clarity, when they are operating inside us, it's very difficult to know what is a really valid way of living a life. Und wenn also diese 5 Geistesgifte von Stolz, Eifersucht, Begierde, Abneigung und mentalen Unklarheit sozusagen in uns operieren, dann ist es sehr schwer wirklich zu wissen, was in uns eigentlich ist. So then we have to work on purifying the 5 poisons. Dann müssen wir an der Reinigung dieser 5 Geistesgifte arbeiten. The most important of the 5 poisons is the mental dullness, and the Heart Sutra is a very good method for opening this up. Das wichtigste Geistesgift ist die mentale Stumpfheit und das Herzsutra ist ein sehr wichtiges, sehr geeignetes Mittel, das aufzubrechen. By seeing that all phenomena are empty, why would we have great desire or great aversion? Wenn wir sehen können, dass alle Erscheinungen leer sind, warum sollten wir eine große Begierde oder eine große Abneigung hegen? Mental dullness means assuming things about something. Mentale Stumpfsinn bedeutet, über andere Dinge anzunehmen. Sitting in the complacency of one's pre-established belief. Der Eitelkeit der eigenen weggenommenen Glaubensvorstellungen zu sitzen. So once you start to see the emptiness of things, they become fresh. Wenn man also anfängt, die Leerheit der Dinge zu sehen, dann werden sie frisch. Because you're no longer telling it what it is, but you're allowing phenomena to show themselves directly to you. Denn man sagt dann nicht mehr den Dingen, was sie sind, sondern man erlaubt ihnen direkt sich zu zeigen und zu zeigen, was sie sind, für uns. And when you don't cover the object with your projection, your assumption, it speaks in a new way. Und wenn man das Objekt nicht mit den eigenen Projektionen oder Annahmen bedeckt, dann spricht es zu uns in einer neuen Weise. Potatoes are very surprising. Kartoffeln sind sehr überraschend. You buy a bag of potatoes and they're all different shapes and sizes. Man kauft einen Beutel Kartoffeln und sie haben jede eine andere Form und Größe. Look at them. Wow. Man kann sie anschauen und sich wundern. You hold a potato in one hand and a lemon in another. Oder eine Kartoffel in der einen Hand und eine Zitrone in der anderen halten. What is this weird stuff? Was ist dieses seltsame Zeug? Shiny yellow thing, dark brown thing. Ein strahlend gelbes Ding und dunkelbraunes Ding. This is strange. Seltsam. What is this? Was ist es? Pick up the lemon. Oh. What is that? Und dann schnuppern. It's a lemon. Dann kommt die Antwort. Das ist Then you stop sniffing.
Aber dann hat man schon aufgehört zu riechen. What is it? Strange. Wow. It's amazing. The world is amazing. Die Welt ist wirklich erstaunlich. So, the way we purify the five poisons is to see the emptiness of all things. And then, in the freshness of the perception, why would we be crude? Und die 5 Geistesgifte zu reinigen, heißt es sozusagen, heißt im Wesentlichen die Leerheit aller Dinge zu erkennen. Und wenn man das erkennt, warum sollte man dann noch grob sein? Because when the world is so amazing, looking for the one or two special things to complete ourselves becomes a bit ridiculous. Wenn die Welt als Ganzes so besonders, so erstaunlich ist, dann ist Ausschau halten nach zwei Dingen, so besonderen Dingen, die dazu gedacht sind, uns zu vervollständigen, eigentlich ziemlich lächerlich. We become touched and moved, Wir werden berührt und bewegt, delighted, entzückt taken out of ourselves. und aus uns selbst herausgebracht. We are made new by the world made new. Wir werden erneuert, indem die Welt selbst erneuert ist. This is not a romantic idea, this is the actuality of experiencing emptiness. Und das ist keine romantische Idee, sondern die Tatsächlichkeit der Erfahrung von Leerheit. So, then we take this further into the practice, as the 5 poisons dissolve, we then have the perceptual categories which seem to hold real entities in place. Und wir nehmen das weiter in die Praxis und während sich die 5 Geistesgifte auflösen, finden wir sozusagen zu den konzeptuellen Eigenschaften von Dingen, die sie als solche am Platz halten. And if we observe our minds, we start to see, I am still telling a story. Und wenn wir dann unseren Geist beobachten, dann sehen wir, ich erzähle immer noch eine Geschichte. I may not be saying, my lovely glass, my own precious personal glass, Vielleicht sage ich nicht mehr mein wunderschönes Glas, mein einziges, wirklich wahr persönliches Glas, but I'm still saying, this is a glass. aber ich sage immer noch, es ist ein Glas. We recognize, oh, I am saying, why am I doing that? Und wir erkennen, ich bin es, der das sagt. Warum mache ich das? If I don't say, this is a glass, something is still here. Wenn ich nicht sage, dass es ein Glas ist, dann ist immer noch etwas da. I have made myself very busy. I tell the world what it is every moment of every day. Ich habe mich selber sehr beschäftigt gemacht, indem ich der Welt, die jeden Moment, jeden Tag sagen musste, was da ist. This is a really stupid job, Das ist wirklich ein blöder Job. because this is here whether I say you're a glass or not. Weil das hier da ist, egal ob ich sage oder nicht sage, dass du ein Glas bist. My work is redundant. Meine Arbeit ist überflüssig. It happens after the fact of the presentation of the phenomena. Sie geschieht immer nach der Tatsache der Präsentation der Erscheinung. Like a dog going along the street, pissing on the lamppost. We spit our truth onto the world again and again and again, but onto a world that's already there. Wie ein Hund, der von Laterne zu Laterne geht und überall hinpisst, speien wir unsere Wahrheit auf die Welt, aber wieder und wieder, aber die Welt ist ja auch schon vorher da. So if we didn't do that, what would be? Wenn wir das nicht täten, was wäre dann? Would the whole thing fall apart? Würde die ganze Sache auseinanderfallen? Or maybe we'd just be a little bit easy. Oder vielleicht wären wir einfach nur ein bisschen leichter. There's all this stuff, Es ist das ganze Zeug da, not my responsibility. nicht meine Verantwortung. I'm easy. Ich bin leicht. If need be, I will think. Wenn es nötig ist, werde ich nachdenken. If not, I won't think. Wenn es nicht nötig ist, werde ich nicht denken. The world will come in through my eyes, through my ears, up my nose. It will give its gift to me. Die Welt wird durch meine Augen, durch meine Ohren, durch meine Nase und so weiter kommen und wird ihre Geschenke an mich austeilen. I will see the flowers. Ich I will smell the flowers. werde die Blumen sehen, sie riechen. I won't have to do anything with them.
Ich muss damit nichts machen. I won't have to write an essay on them or make an intelligent comment or know their Latin name. Ich muss weder einen Aufsatz über sie schreiben, noch irgendeinen intelligenten Kommentar darüber verfassen, noch ihre lateinischen Bezeichnungen kennen. But what will it all mean? Aber was wird das dann alles bedeuten? What would I say if anybody examined me on my day? Was würde ich sagen, wenn mich jetzt an meinem Tag jemand überprüfen würde? You could just look at them like a cow in the field. Wir könnten sie anschauen, wie eine Kuh im Felde. What did you do all day? That would be impossible because I have to show I'm an intelligent person. I have some status in the world to protect. Solche Antworten wären natürlich unmöglich, denn ich muss ja beweisen, dass ich eine intelligente Person bin und ich habe ja auch schließlich einen Status in der Welt zu verteidigen. And this, of course, is what makes it very difficult. Our fear of appearing stupid makes us stupid. Und das macht die Sache sehr schwierig, denn unsere Angst, dumm zu erscheinen, macht uns dumm. Because the natural intelligence, the natural clarity of the Buddha mind is covered over by this excessive thought and interpretation and narrative. To what end? Denn unsere natürliche Intelligenz, sozusagen der natürliche Buddha-Geist, überdeckt wird durch diese endlosen Interpretationen, durch diese endlosen Erzählungen. Ja, zu welchem Zweck eigentlich? Does it matter? Das ist wichtig. For what purpose? Warum? We could let it go. Wir könnten es loslassen. And then we would just be here. Und dann wären wir einfach hier. And that might be quite nice. Und das könnte auch schön sein. Then, if necessary, activity can manifest through it, but not on the basis of confirming our identity, but just as a way of participating. Und wenn nötig, könnte ja durch uns auch Aktivität auftreten, aber nicht mit dem Zweck, unsere Identität zu bestätigen, sondern einfach auf der Basis von schlichter Teilnahme. Relative truth in Tibetan is called kunzo, and it means something which is kind of a package which is put together in relation to other packages. Die relative Wahrheit ist auf Tibetisch heißt Kunso, und das ist so etwas wie etwas, was zusammengepackt worden ist und in einer Beziehung zu anderen Dingen steht, die auch zusammengepackt worden sind. The other truth is called, you can call it absolute truth. In Tibetan it's Don Dam. Don means meaning, and Dam means kind of holy or pure or even final. So it's just how it is. Und das, was man häufig als absolute Wahrheit bezeichnet, wird auf Tibetisch Dondam bezeichnet, und Don is meaning or truth, ist validity. Bedeutung oder Wahrheit oder Gültigkeit, und Dam ist sowas wie hoch oder heilig oder sogar vielleicht definitiv. So one of the things we often do is we take this absolute truth and we put it up on a pedestal, up on the big pillar somewhere, very high and holy and wonderful, and only special people have it. Und das, was wir mit der absoluten Wahrheit oft machen, ist, dass wir sie dann tatsächlich in dieser Weise überhöhen, dass wir sie auf ein sehr, sehr hohes Podest setzen, am besten auf eine sehr, sehr hohe Säule, die ganz weit oben ist, und natürlich die ganz besonderen Leute, die ganz heiligen Leute, die haben sie. And so in the general Mahayana tradition, we have to remove or purify these lower forms of relative truth in order to access the absolute truth. Und so muss man auch in der allgemeinen Mahayana-Tradition erst einmal die niedrigeren Formen der relativen Wahrheit bereinigen, um überhaupt einen Zugang zu dieser absoluten Wahrheit zu bekommen. But we have a lot of obscurations. Wir haben aber eine Menge Verdunklung. And we have a lot of pastimes. Und wir haben eine Menge Beschäftigung. And life is short. Das Leben ist kurz. And the sun is nice. Und die Sonne ist schön. And we're dead and the house is still dirty. Und wir sind dann tot und irgendwie ist das Haus immer noch dreckig. So let's not follow the Mahayana path of two truths. Also lass uns nicht dem Mahayana-Pfad der zwei Wahrheiten folgen. We have some better things to do. Wir haben bessere Dinge zu tun. So, from the point of view of Dzogchen, the mind is pure from the very beginning.
Vom Standpunkt des Dzogchen aus ist der Geist rein von einem Anfang an. Our mind is empty. Unser Geist ist leer. Because it's empty, it's not afraid of people coming in the windows or through the back door. Weil er leer ist, ist er nicht furchtsam vor Leuten, die etwa durch die Hintertür oder durch die Fenster kommen. So it says, if you practice this meditation, then when habitual thoughts come, they're like a thief coming into an empty house. They have nothing to find. Daher heißt es, wenn man Meditation praktiziert und diese ganzen Gedanken kommen, dann sind diese Gedanken wie Diebe, die in ein leeres Haus kommen. Es gibt nichts, was sie stehlen könnten. The mind itself is not created by good thoughts and it's not harmed by bad thoughts. Der Geist selbst wird weder durch gute Gedanken erschaffen, noch durch schlechte Gedanken beschädigt. If you remember this very clearly, it's very helpful because it's like a kind of litmus test. Wenn man das sehr klar erinnern kann, dann ist es sehr hilfreich, denn es ist eine Art Lackmustest. So if you're sitting in a meditation and you get agitated because you have difficult thoughts and you get happy because you have a good meditation, this is a sign you're not in the natural state of the mind. Wenn wir also in Meditation sitzen und dann aufgebracht werden, weil wir schwierige Gedanken haben oder glücklich werden, weil wir eine gute Meditation haben, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass wir uns nicht im natürlichen Zustand des Geistes befinden. We relax and open and the good and the bad come and go. Wir entspannen uns, öffnen uns und das Gute wie das Schlechte kommen und gehen. But surely it would be better to have good thoughts rather than bad thoughts. Aber sicherlich wäre es doch besser, gute Gedanken zu haben als schlechte. Why? Warum? Because good thoughts are good and bad thoughts are bad. Weil gute Gedanken gut und schlechte Gedanken schlecht sind. Well, what are good thoughts good for? Wofür sind aber gute Gedanken gut für? For being good. Um gut zu sein. Why do you want to be good? Warum willst du gut sein? Because then I won't be bad. Denn dann bin ich nicht schlecht. So you are importing duality into non-duality. Das heißt, du willst jetzt Dualität in die Nicht-Dualität einschmuggeln. This is a very serious offense. Das ist ein schwieriges, ernsthaftes Verbrechen. Don't do that. Mach es nicht. You have to see the logic of it. Why do we say this is good and that is bad? Wir müssen klar die Logik davon erkennen. Warum sagen wir, das ist gut und das ist schlecht? Because we enter into judgment. Weil wir in Urteilen verfallen. This is important in terms of compassion. Das ist wichtig im Sinne des Mitgefühls. If you're in a moment in your existence manifesting in the world with other people, then it makes sense to be kind, to do good things rather than bad things. Wenn wir in dem Moment mit anderen sind, wenn wir unsere Existenz mit anderen teilen, in solchen Momenten ist es natürlich wichtig, gute Dinge zu tun und nicht schlechte Dinge zu tun. But both good and bad arise from emptiness. They are devoid of inherent self-nature, and so we perform good deeds in the manner of a dream. Aber beides, gut wie schlecht, steht aus der Leerheit in einer illusorischen Form und ist frei von jeder innewohnenden Eigennatur. Und deswegen, wenn wir dann gute Dinge tun, dann sollten wir sie in der Form eines Traums machen. In the tantric tradition, this is called migme ninje, means the compassion which has no object. Und in der tantrischen Tradition spricht man davon Migme Ninje, von einem Mitgefühl, das kein Objekt hat. It means that I am not going to help you. Das bedeutet, dass es nicht so ist, dass ich dir helfen werde. Because I'm not, solidifying or rarefying myself as somebody real who is helpful, you as somebody real who needs help, and my activity as truly helpful. Denn ich werde nicht mich selbst verdinglichen oder verfestigen als etwas wahrhaft Existentes, der dann eine wahrhaft existente Handlung für dich ausübt, der auch wahrhaft existent ist, um dir wahrhaft zu helfen und eine wahrhaft hilfreiche Handlung auszuführen. But in the relaxed state of openness, in our connectivity, what is called a good deed arises spontaneously. Sondern in einem Zustand von offener Entspanntheit, in entspannten Verbundenheit mit anderen entstehen das, was eine gute Tat genannt wird, spontan. So,
the basis of our meditation is to open and relax and stay with whatever is occurring. Die Grundlage unserer Meditation ist, offen und entspannt zu bleiben mit allem, was erscheint. Not merging into it, Es nicht in das hineinzuschmelzen, not pushing it away, aber es auch nicht wegzudrängen, but offering hospitality to transient forms. sondern Gastfreundschaft für vorübergehende Formen anzubieten. Which have nothing to give and nothing to steal. Und diese Formen haben weder etwas zu geben noch etwas zu stehlen. Say, for example, you're meditating and a very interesting thought arises in your mind. Angenommen, wir meditieren und ein sehr interessanter Gedanke taucht auf in unserem Geist. What can it give you? Was kann dieser Gedanke uns geben? It can give you a pointer towards the exit from meditation. Es könnte natürlich einen Richtungspfeil zum Ausgang aus der Meditation anbieten. That's all it can give you. Das ist alles, was der Gedanke uns bieten kann. Because now you're sitting, indulging your very interesting thought. Denn jetzt sitzen wir und schwelgen in unserem sehr interessanten Gedanken. Thought indulgence is not meditation, Aber im Gedankenschwelgen ist keine Meditation. but it's a very interesting thought. Aber es ist doch ein sehr interessanter Gedanke. It's an interesting thought for the thinker. Interessant ist der Gedanke für den Denker. The thinker is consciousness. Und der Denker ist das Bewusstsein. The meditator is awareness, rigpa. Aber der Meditierende ist Bewusstheit, Rigpa. Awareness is not improved by good thoughts or made dull by bad thoughts. Bewusstheit wird aber nicht durch gute Gedanken verbessert oder schlecht gemacht durch stumpfsinnige Gedanken. And this is why in the tradition it's compared again and again to being like a mirror. Deswegen wird das wieder und wieder mit einem Spiegel verglichen. The mirror is not improved if it has a beautiful reflection and it's not made bad by having an ugly reflection in it. Ein Spiegel wird nicht verbessert dadurch, dass eine wunderbare Sache sich darin spiegelt, und er wird auch nicht verdorben dadurch, dass sie was Hässliches zeigt. So, the primordial purity of the mind is never contaminated. Sodass die ursprüngliche Reinheit des Geistes niemals verschmutzt werden kann. When in the state of meditation you get lost in thoughts and so on, Wenn man im Zustand der Meditation in Gedanken und so weiter verloren geht, it's not the mind itself that gets lost, ist es nicht der Geist selbst, der verloren geht, but the energy of the mind goes into a little kind of whirlwind. sondern die Energie des Geistes ist dasjenige, das in eine gewisse Art von Wirbelsturm geht. And it creates a sort of power nexus within which there is an intoxication, and then it bursts and releases. Es kreiert, erschafft eine Art Kraftpunkt, an dem sie dann erst einmal berauscht ist, aber dann auch wieder entspannt wird. It's not that you go from awareness to being unaware, Es ist nicht so, dass man von Bewusstheit zu Unbewusstheit geht, because awareness, which is inseparable from emptiness, is the sphere or the field within which experience is occurring. denn Bewusstheit, welche untrennbar ist von Leerheit, ist ja gerade die Sphäre, in welcher dann alle Erfahrungen erscheinen. In which, in believing in the thought, the subjective account gives a narrative about what's going on. Und darin kann der Glaube an den Gedanken sozusagen dazu führen, dass die subjektive Erzählung einen Bericht darüber abgibt, was vor sich geht. The narrative is not true or untrue. Die Erzählung ist weder wahr noch nicht wahr. It's an empty story. Es ist eine leere Geschichte. Who is the one who believes it? Wer glaubt aber an diese Geschichte? Part of the narrative. Das ist ein Teil von dieser Geschichte. You can see this for yourself. When you get lost in the meditation, the experience of being lost is an idea. Das kann man für sich selber überprüfen. Wenn man das Gefühl hat, in der Meditation auf Abwege geraten zu sein, dann ist dieses Gefühl, auf Abwege geraten zu sein, selbst ein Gedanke oder eine Idee. We have ideas of being lost, we have ideas of being found. Wir haben Ideen, verloren gegangen zu sein, wir haben Ideen, wiedergefunden worden zu sein. These are like beautiful and ugly images in the mirror. Sie sind nichts anderes wie diese schönen und hässlichen Bilder im Spiegel. But our awareness itself is not conditioned by what is arising.
Aber unsere Bewusstheit selbst wird nicht durch das, was erscheint, konditioniert. So if we go back to the notion of a theater, Wenn wir uns also wieder zu dieser Idee eines Theaters zurückbewegen, the space in terms of its potential for showing energy ist is der Raum mit seinem Potenzial, Energie zu zeigen, conditioned by the stage props which are set out. der wird bedingt oder konditioniert durch die Bühnenrequisiten, die errichtet worden sind. So, if you put out a table and 40 chairs, there's not much room for the cast to move around. Mal so einen großen Tisch mit 40 Stühlen einstellen, hat die Schauspielergruppe vielleicht nicht mehr viel Platz, um sich zu bewegen. The energy of the chair and the energy of the people walking goes into a dialogue, because the chair as an earth element is manifesting a kind of stasis, and the people have to move around the chairs. Die Stühle und die Leute gehen in eine Art von Dialog miteinander, denn die Stühle sozusagen mit ihrem vorherrschend Erdelement bezogenen Schwere sind mehr auf der Seite der Stagnation, und es sind die Leute, die sich dann um die Stühle bewegen müssen. But the basic space itself is not conditioned by these movements. Aber der grundlegende Raum selbst ist nicht in irgendeiner Weise durch diese Bewegung konditioniert. At the end of the play, when the actors leave and the props are taken down, there is no trace in the space of the play. Ja, am Ende des Spiels, wenn die Schauspieler die Bühne verlassen haben und die Requisiten wieder aufgeräumt werden, ist im Raum keinerlei Spur von diesem Spiel zu finden. The chairs may have some scuff marks on them where the actors have touched them with their shoes. Ja, die Stühle selbst können vielleicht irgendwelche Abreibungsspuren von den Schuhen haben, wenn die Schauspieler sie damit berührt haben. The actors will feel some kind of tension in their body according to the nature of the performance, how it went and so on. Und die Schauspieler selbst werden irgendwelche Spannungen in ihrem Körper fühlen, gemäß der Art und Weise des Schauspiels und vielleicht auch, wie diese Darbietung auch gelungen ist. That is to say, energy impacts energy and carries traces of the interaction. Mit anderen Worten, Energie beeinflusst Energie und trägt Spuren dieser Wechselwirkung. But space doesn't carry any trace at all. Aber der Raum selbst trägt überhaupt keine Spuren. So, we have Rigpa, which is the awareness that pervades space. Wir haben also einerseits Rigpa, die Bewusstheit, die den Raum umfasst oder durchdringt. And we have Rigpa itself, the energy of awareness, which manifests as our subjectivity. Und wir haben Rigpa-Zahl, was die Energie der Bewusstheit ist, die sich sozusagen als unsere Subjektivität manifestiert. Our energy in interacting with other energies takes on particular formations. Unsere Energie, diese Wechselwirkung mit den Energien anderer oder anderen Energien, nimmt natürlich schon besondere Formationsformen an. Something nice happens and we smile. Something difficult happens and we feel upset and we might cry. Etwas Schönes passiert und wir lächeln, oder etwas Schwieriges passiert und wir könnten aufgebracht sein oder sogar weinen. That doesn't mean that anything truly existing has happened. Das bedeutet nicht, dass irgendetwas wahrhaft Existentes tatsächlich passiert ist. To say happy or sad is a description of a pattern of energy. Zu sagen, traurig oder glücklich, ist nichts anderes als die Beschreibung eines gewissen Energiemusters. Again, there is no substance, but there is impact. Um es wieder zu sagen, es gibt zwar keine Substanz, aber es gibt Wirkung. We say there is no substance, so it's as if there is nothing there. Wenn wir sagen, es gibt keine Substanz, dann könnte das so klingen, als ob wir sagen würden, es ist nichts da. But you can't say there's nothing at all because there is impact. Aber wir können nicht sagen, dass es nichts gibt, denn es gibt diese Wirkung. And this is why we unify wisdom and compassion. Und das ist der Punkt, an dem Weisheit und Mitgefühl vereint werden. Wisdom is that there is nothing there. Weisheit ist zu wissen, dass da nichts ist. Compassion is to be attentive to the patternings of energy because it impacts other people and we want to help them to relax and open. Und Mitgefühl ist eine
eine Achtsamkeit gegenüber dem Musterbildung der Energie, denn diese Musterbildungen beeinträchtigen unmittelbar andere Leute und was wir wollen ist, dass sie sich gut und wohl fühlen. So this unifies all that we've covered so far. The nature of impermanence, the absence of inherence of nature, and the potential for suffering. Das bringt sozusagen alles, was wir bis jetzt angesprochen haben, zusammen. Die Vergänglichkeit, Unbeständigkeit von allem, die Abwesenheit einer inneren Eigennatur und das Potenzial für Leiden. In the nature of emptiness, which is the ground and the field and the potential of whatever is occurring. Was sozusagen als die Natur der Leerheit, die Basis, das Feld und auch der Raum ist, in dem alles geschehen kann. So we can do some meditation now. Wir können jetzt ein bisschen meditieren. We're doing it on a hot afternoon, Wir machen es an einem heißen Nachmittag. which is a nice sleepy time to be attentive to what happens. Das ist eine nette, verschlafene Zeit, um Aufmerksamkeit für das, was geschieht, zu pflegen. The basis of this kind of meditation is non-striving. Die Grundlage dieser Art von Meditation, die wir jetzt machen werden, ist das Nicht-Streben, Nicht-Kämpfen. This is not the same as letting go and falling asleep. Das ist nicht das Gleiche wie loslassen und einzuschlafen. It's about keeping a gentle, open attention to what is occurring. Sie handelt davon, eine sanfte, aber offene Aufmerksamkeit dem gegenüber aufrechtzuerhalten, was geschieht We sit in a comfortable way, oder was erscheint. Wir sitzen in einer bequemen Art und Weise, with our spine straight, mit einem geraden Rücken, geraden Wirbelsäule. so it's supporting the weight of the head, so the shoulder muscles can relax. Sie trägt das Gewicht des Kopfes, sodass die Muskulatur der Schultern entspannen kann. Generally, we do this practice with our eyes open, looking into the space in front of us. Allgemein gesprochen machen wir diese Art von Praxis mit offenen Augen, schauen in den Raum vor uns. If that's very difficult, you can also do it with your eyes closed. Wenn das aber schwierig sein sollte, können wir sie auch mit geschlossenen Augen machen. We're not trying to achieve anything, Wir versuchen nichts zu erreichen. but to help the transition, if we're not familiar with it, we can use the Laminalja, the Guru Yoga practice. Aber um sozusagen den Übergang in diese Situation zu erleichtern, können wir einen Laminalja, eine Guru-Yoga-Praxis benutzen. Can you imagine in the space in front of us, about 2 arms length ahead? Wir können uns in dem Raum vor uns, etwa 2 Armlängen direkt vor uns vorstellen, There's a white letter A. dass sich dort ein weißes Symbol oder ein weißer Buchstabe A befindet. A is the symbol of emptiness, Und A ist das Symbol der Leerheit, the symbol of the ground of all the Buddhas and all phenomena, das Symbol des Grundes aller Buddhas und alle Phänomene, the ground of all of samsara and nirvana. also der Grund für sowohl Nirvana als auch Samsara. And it's the heart of our teachers, of the Buddhas, and so on. Und es ist das Herz unserer Lehrer, der Buddhas und so weiter. This white letter A, you can imagine it in a Western capital A or Tibetan A, if you know it. Diese weiße Zeichen A können wir uns sowohl in lateinischen Großschrift vorstellen oder auch in tibetischer Schrift, wenn wir sie kennen. Surrounded by rays of rainbow-colored light, Und dieses A ist umgeben von Strahlen von regenbogenfarbigem Licht, which represent the creative potential and the clarity that manifests automatically from emptiness. und das repräsentiert das kreative Potenzial oder die Energie, die sich automatisch aus der Leerheit manifestiert. And we rest our gaze on this A, and then we make the sound of A 3 times. Und dann lassen wir unseren Blick auf diesem A ruhen und dann sprechen wir den Klang des A 3-mal. And as we do that, we just release any tensions in the body, the voice, and the mind. Und wenn wir das tun, dann entlasten wir alle oder befreien wir alle Spannungen im Körper, in der Stimme und auch im Geist. And after a short period of time, 30 seconds or less,
You allow the A to dissolve and you just sit in space. Und nach einer kurzen Zeit, von vielleicht 30 Sekunden, erlauben wir dem A sich aufzulösen und ruhen dann einfach im Raum. The center of the heart is space. Das Zentrum des Herzens ist Raum, What is outside is space. draußen ist Raum Everything is just movement in space. und alles ist Bewegung im Raum. As the outer sky and the inner sky become inseparable, Während der äußere Himmel und der innere Himmel untrennbar werden, there is space for everything precisely where it is. gibt es Raum für alles genauso, wie es ist. Oh, whether there's thoughts or feelings or noises coming in from the window, whatever is occurring, we don't run after them, we don't try to hide from them, we're not looking for gain or loss. Und so können wir also alles, was erscheint, so lassen, wie es erscheint, ob es jetzt Geräusche von außen oder was auch immer an Gedanken da ist. Wir rennen ihnen nicht hinterher, aber wir versuchen sie auch nicht loszuwerden. Wir lassen sie einfach so, wie es ist. Es gibt nichts zu gewinnen. And we just sit in this state of openness, Und dann sitzen wir in diesem Zustand der Offenheit allowing whatever is coming to come. und erlauben, dass was immer kommt, auch kommt. And if you become aware of certain factors of the field of experience which seem to be fixed, Und wenn wir dann bewusst werden, gewisse Faktoren der Erfahrung zu sehen, die fixiert zu sein scheinen. for example, if your body seems to have a continuity through time as a substance, Wenn zum Beispiel unser Körper eine Kontinuität durch Zeit als Substanz zu haben scheint, just open your awareness to include the body. dann öffnen wir unsere Bewusstheit, um auch den Körper einzuschließen. You're not focusing on it because you're not looking from anywhere. Just this is included in the field of awareness. Wir fokussieren uns nicht darauf, denn wir schauen nicht von einem anderen Punkt aus. Es ist einfach in dem Feld der Bewusstheit eingeschlossen. And observe. Und dann beobachten wir. Not observing like a detective, Wir beobachten aber nicht wie ein Detektiv, but more observing in the sense of giving space to the revelation of what is there. sondern wir beobachten mehr in dem Sinne, Raum zu geben, damit sich das, was da ist, auch selbst zeigen kann. Just stay present, whatever happens. Bleibt präsent in dem, was geschieht. If you find your attention wandering off, Wenn wir finden, dass unsere Aufmerksamkeit wegwandert, as soon as that occurs, just relax in the out-breath, and here you are. sobald das geschieht, entspannen wir uns in die Ausatmung und schon sind wir wieder da. Thoughts are always coming and going. Gedanken sind immer am Kommen und Gehen. The more calm you are, the more easily you will see that they are vanishing by themselves. Je ruhiger man ist, desto leichter wird man erkennen, dass sie sowieso aus sich selbst raus verschwinden. Okay.